Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einem sehr interessanten Thema, mit dem ich vielleicht ein paar von euch weiterhelfen kann, was Quality of Life angeht. Quality of Flive, wie man so schön sagt. Und zwar geht es um das Housing, das Personal Housing und die Housing NPCs. Denn viele von euch sicherlich wissen nicht, dass man hier einige Tricks anwenden kann, um das Ganze nochmal deutlich angenehmer und besser zu gestalten. Und das wollen wir uns einfach zusammen angucken. Was ihr dafür braucht, ist natürlich ein Haus. Ich habe natürlich schon eins. Falls ihr keins habt, könnt ihr hier auf Handeln gehen bei Charlie und euch eins von diesen Häusern kaufen. Die S-Häuser reichen vollkommen aus und ich würde auf jeden Fall eins kaufen für 100 Millionen. Man kann auch eins kaufen für 4 Milliarden etc. Also auf jeden Fall für sehr viel Geld. Ich würde für 100 Mio kaufen, das reicht vollkommen, wenn ihr keine Möbel aufstellt, nur NPCs. Und Möbel bringen nichts, also nur NPCs haben auch tatsächlich Effekte. Und für NPCs reicht es absolut, wenn ihr nur ein S-Haus besitzt. Habe ich auch. Gut, dann geht man jetzt hier rein und wie man sieht, sieht man nicht viel, sehr wenig. Es geht uns jetzt um diese NPCs und den ersten Tipp, den ich euch geben möchte, sind Presets, Voreinstellungen. Wurde mir tatsächlich gesagt, Shoutout geht raus an Mysterio. Ich habe das nämlich auch nicht genutzt und auch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Gut, ich muss auch zu meiner Verteidigung zugeben, ich benutze aktuell nur 3 NPCs und bei 3 NPCs, die kurz aufzustellen, sag ich mal, ist jetzt nicht so schlimm. Das Nervigste dran ist halt immer diese kurze Wartezeit, die man hat, weil man kann nicht 3 NPCs, ich kann es euch ja mal schnell zeigen, man kann nicht 3 NPCs einfach schnell aufstellen. Hier, zack, und jetzt kommt, oh, bitte warte. Und jetzt kommt wieder, bitte warte. Das ist natürlich ziemlich nervig. Und das Ganze kann man umgehen, wenn man das Folgende macht. Man geht auf Voreinstellungen, auf Neu, also, beziehungsweise besser gesagt, man stellt seine 3 NPCs auf. Kann ich auch nochmal kurz machen. Wait. Okay, was ist jetzt los? Ja, wie gesagt, ziemlich nervig auf jeden Fall. Kann es sein, wenn man es eilig hat vor allem. Also ich stelle jetzt diese 3 NPCs auf, dann gehe ich auf Voreinstellungen, gehe auf Neu und gebe jetzt hier einfach ein Test, 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 bla bla bla. Und dann habe ich jetzt hier Test, Test, Test erstellt. Und jetzt entferne ich mal alle Gegenstände. Achso, das geht wahrscheinlich nicht, während die Voreinstellungen offen sind. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt, es ist so weird. Aber auf jeden Fall wähle ich jetzt dieses Test, 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 Test aus oder auch NPC. Ich wollte es eigentlich nur NPC nennen, aber NPC ist zu kurz, es muss irgendwie 6 Zeichen haben oder so. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, ich wollte es eigentlich nur NPC nennen, aber ist ja egal. Jedenfalls sieht man jetzt hier schon eben, dass dann diese 3 NPCs aufgestellt werden würden. Und wenn das jetzt 5 NPCs wären oder sogar 10, oder ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gibt, viele auf jeden Fall, dann könnte ich das jetzt hier mit einem Klick quasi machen. Und ich meine, also wie gesagt, 3 ist, sage ich mal, noch okay, aber ab 5 und spätestens über 5 ist es dann schon ziemlich nervig, wenn man hier irgendwas platzieren möchte, weil es dann schon relativ lange dauern würde. Und mit den Presets kann man das eben mit einem Klick machen. Ihr seht, ich habe jetzt nur auf OK geklickt, alle Gegenstände entfernen. Warum geht das nicht instant? Dieses Spiel macht mich manchmal echt fertig. Warum zum Teufel kann ich die jetzt nicht entfernen? Das macht mich so sauer. Jetzt. Ja, und auf jeden Fall, ich meine, man stellt sie ja nicht auf und entfernt sie instant. Also dieses Problem, was ich euch gerade ungewollt zeige, das hat man ja nicht, weil ich stelle sie ja nicht auf, nur um sie eine Sekunde später wieder abzubauen. Ich stelle sie auf und dann gehe ich raus, farme eine halbe Stunde oder so und dann komme ich zurück und dann entferne ich sie wieder. Also so funktioniert es letztendlich. Genau. Also das war der erste Tipp. Und der zweite Tipp habe ich euch jetzt indirekt eigentlich auch schon gesagt und ich sage das eigentlich auch immer im Stream und ich mache das auch jeden Tag im Stream. Trotzdem kommen da immer wieder Fragen, Rückfragen, wieso das so ist, beziehungsweise ob das wirklich funktioniert und einige Leute wissen das anscheinend nicht. Deswegen auch hier nochmal, wenn ihr eure NPCs aufstellt, dann habt ihr immer also ihr habt ja die Gesamtzeit, je nachdem ob es 7 oder 15 Tage sind, eine Zeit in Stunden, die dieser NPC hält. Und diese Zeit in Stunden kann man extrem rauszögern bzw. verlängern, indem man seine NPCs, nachdem man sie aufgestellt hat, auch immer wieder abbaut oder unaufstellt, so wie ich das gerade auch demonstriert habe. Und das Interessante dabei ist halt, dass das halt auch wirklich funktioniert und man damit halt nicht das Problem hat, man stellt einen NPC auf, man will aber nur 1 Stunde leveln, oder ich meine, gut, das ist jetzt sehr unrealistisch, aber man will nur 1 XP, wenn zum Beispiel leveln, aber der geringste NPC, den man kaufen kann, ist ja 7 Tage. Und dann würde ich mir jetzt einen 7 Tage NPC kaufen, wegen, sagen wir mal, 3 Tage jeweils 6 Stunden leveln, dann wären das 18 Stunden, aber 7 Tage sind ja weit über 100 Stunden. Das heißt, ich würde über 100 Stunden ins Leere laufen lassen,
nur um ein paar Stunden mit dem NPC zu leveln. Das ist natürlich extrem dämlich. Und weil das extrem dämlich ist, also ich hoffe mal, dass das gewollt so ist, hat Gala es so gemacht, dass man die NPCs eben platzieren oder eben auch wieder deplatzieren kann. Und jetzt sieht man hier 325, 27, 50. Jetzt warten wir einfach kurz, entfernen den Kollegen. Und jetzt haben wir 325, 27, 43. Das heißt, ich habe jetzt 7 Sekunden hier den NPC stehen gehabt. Und wir können jetzt auch nochmal kurz rausgehen, falls ihr einen zusätzlichen Beweis braucht, sozusagen. Also es sind auf jeden Fall mehr als 7 Sekunden vergangen. Jetzt haben wir diese 43 und jetzt sind es immer noch 43. Das heißt, wenn der NPC nicht aktiv aufgestellt ist, dann gibt er natürlich keinen Effekt, keine Frage. Die aktuellen Effekte, die aktuellen Boni könnt ihr unter Taste H, Housing, nachgucken. Also wenn ich jetzt hier einen NPC aufstelle, wird das dann hier gelistet. PvE-Schaden plus 3% in dem Fall. Und dann steht das dann da. Und, oder jetzt halt auch nicht mehr. Und damit kann man immer noch mal auf Nummer sicher gehen, hat man die NPCs wirklich aufgestellt. So klassische Schlüssel vergessen Sache, Situation ist das quasi. Und wie gesagt, muss man immer sich ein bisschen dran erinnern oder dran denken, dass man die NPCs halt, nachdem man sie aufgestellt hat, halt auch wieder unaufstellt, damit man hier sehr viel Zeit spart und damit auch sehr viel Geld, weil die NPCs sind zwar extrem günstig, da würden jetzt wahrscheinlich viele Leute sagen, ach, die kosten doch eh nichts. Hatte ich schon mal so eine Diskussion mit jemandem, der mir gesagt hat, dass das nichts bringt oder dass das voll der unnötige Aufwand ist. Und ich meine, klar, wenn man jetzt, sag ich mal, sehr viel Geld hat, dann kann einem das recht egal sein. Aber für mich zum Beispiel, ich farme halt effektiv 30 Minuten am Tag mit meinem Blade zum Beispiel. Meistens sogar weniger, meistens sogar nur so 25. Und wenn ich 25 Minuten farme, warum soll ich dann 23 Stunden und 35 Minuten ins Leere laufen lassen? Ich meine, egal wie wenig Geld das kostet, diese NPCs, die sind zugegebenermaßen ziemlich günstig, ist doch dämlich, 23 Stunden und 35 Minuten ins Leere laufen zu lassen, wenn mich das trotzdem Geld kostet. Und seien es nur 5 Mio pro Tag oder whatever, dann ist das doch trotzdem recht viel Geld, das ich mir damit sparen könnte. Das sind wahrscheinlich weniger als 5 Mio, davon mal abgesehen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass man damit halt viel weniger NPCs braucht, sehr viel Geld spart und vor allem, wenn man viele NPCs benutzt, macht das halt auch wirklich einen großen Unterschied. Bei 1, 2, 3 NPCs ist das, wie gesagt, jetzt nicht ganz so krass. Wobei für Leute, die so Pfennigfuchser sind wie ich, eigentlich schon. Aber wie gesagt, wenn man mal wirklich viele NPCs aufstellen sollte, es gibt ja doch noch einige andere, dann kann man hiervon halt stark profitieren. Und ja, damit haben wir es eigentlich auch schon. Das waren so die 2 Tricks, die ich euch zeigen wollte bezüglich der Pet-NPCs. Einen habe ich, wie gesagt, erst vor kurzem selber kennengelernt. Der andere ist etwas, was unbedingt jeder wissen sollte, dass die NPCs nur dann ablaufen, wenn sie auch tatsächlich aufgestellt sind. Sobald man sie deplatziert, laufen sie nicht weiter ab und man spart sich sehr viel Zeit und auf Dauer auch sehr viel Geld. Und auch einfach muss man nicht so viele NPCs kaufen, was ja auch einfach nur nervig ist. NPC-Verkäufer wollen natürlich nicht, dass ich euch das verrate. Genau, das war's mit dem Video. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt und wir sehen uns dann im nächsten Video oder Livestream. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Livestreams wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.